Irgendwie hatte ich schon immer den Traum, frei unterwegs zu sein, ohne Verbindlichkeiten und in meinem eigenen Tempo. Jetzt ist das in meinem Fall aber leider nicht ganz so einfach. Seit einem Autounfall vor 14 Jahren bin ich von der Brust abwärts gelähmt. Aber nur weil ich jetzt im Rollstuhl sitze, heißt das ja nicht, dass sich meine Träume geändert haben. Natürlich möchte ich trotzdem noch die Welt bereisen und das ein oder andere Abenteuer erleben. Schon seit einiger Zeit versuche ich deshalb auszutesten, wie weit ich gehen kann und was mit meiner Behinderung so möglich ist. Meinen ersten Jakobsweg bin ich letztes Jahr zusammen mit meiner Freundin gepilgert. Schon am Anfang hatte ich starke körperliche Probleme und wir dachten, wir müssten die Reise abbrechen. Aber wir haben uns entschieden, weiterzumachen. Alleine hätte ich hier definitiv aufgeben müssen. Ich musste oft gezogen oder geschoben werden und so war ich fast immer auf Hilfe angewiesen. Als jemand, der sehr viel Wert auf seine Unabhängigkeit legt, war das für mich nicht einfach. In der Situation damals ging es aber nicht anders. Und am Ende war es für mich trotzdem eine tolle Erfahrung. Mir war aber klar, dass ich diese Reise nochmal alleine machen muss, sobald es mir besser geht. Mein Plan ist es, die 620 Kilometer von Logroño nach Santiago de Compostela zu pilgern. Ich möchte hier so viel es geht alleine machen und nur im Notfall die Hilfe anderer annehmen. Ganz vermeiden lässt sich das aber nicht. Auf dem Weg kommen immer wieder Stellen, die ich nicht befahren kann oder Berge, die einfach zu steil sind. Außerdem sind die Herbergen leider auch nicht alle barrierefrei. Damit ich den Weg so frei wie möglich fahren kann, muss ich einige Vorbereitungen treffen. 5 Monate vor Beginn der Reise fange ich an, regelmäßig zu trainieren. Zudem verbringe ich viel Zeit damit, meinen Rollstuhl vorzubereiten und mir das richtige Equipment zu organisieren. Vieles muss ich mir auch selber zusammenbauen, denn man findet leider keine Trekking-Ausrüstung, wie zum Beispiel einen Wanderrucksack für Rollstuhlfahrer. Sitzt alleine, ja? Ja. Ja. Jetzt, wo es losgeht, bekomme ich auf einmal Muffensausen. Auf einmal bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir ausgemalt habe. Ich komme mir ziemlich naiv vor und ich habe Angst, dass ich schon ziemlich früh auf dem Weg abbrechen muss. Naja, aber hier gibt's kein Zurück mehr. Angekommen in Logroño bin ich erstmal ziemlich aufgeregt. Gleich zu Beginn fragt mich ein anderer Pilger, ob ich allein unterwegs bin und wie weit ich denn pilgern möchte. Ich erzähle dann, dass ich vorhabe, bis nach Santiago zu kommen, aber so ganz glaube ich da noch nicht dran. Dabei läuft im Moment eigentlich alles viel besser als gedacht. Ich komme gut alleine voran und wenn ich doch Hilfe brauche, ist immer jemand da. Wie geplant versuche ich, so viel wie möglich alleine zu machen und lasse meine Helfer nach getaner Arbeit dann auch schnell weiterziehen. So langsam gewöhne ich mich an das Pilgern. Ich liebe es, alleine und frei unterwegs zu sein und so vergeht die Zeit wie im Flug. After, but I forgot the house and Trail Ridge Road. I spent my whole life running from my world. It's gonna be a long round. It's gonna take. Und nach ein paar Tagen auf dem Weg fange ich langsam an, mich einsam zu fühlen.
Klar, es ist mein Ziel, hier allein unterwegs zu sein. Aber ich würde mich gerne mal wieder mit jemandem richtig unterhalten. Und wenn man die Menschen immer weiterschickt, kommt man leider nicht über Smalltalk hinaus. Hello, sir. This is the man of the day. Yes. Hi. So hot. Du bist auch aus Deutschland? Ja, guck. Das dachte ich mir schon beim Akzent. Du bist der erste Deutsche, den ich hier sehe. Tatsächlich. Ja. Rico und ich verstehen uns prächtig. Es fühlt sich an, als hätten wir uns gesucht und gefunden. Schnell ist klar, dass wir auch den Rest des Tages zusammenlaufen werden. So, not too fast. Because if one gets fast, every other has to run. Yes. Ja, Rico ist total verrückt. Rico ist Weltreisender. Das heißt, er ist seit 2 Wochen zusammen mit seiner Frau und seinem Wohnmobil unterwegs. So Ende letzten Jahres irgendwann war er in Santiago, hat gesehen, wie die Leute da angekommen sind und hat sich dann gedacht, okay, das muss er auch machen. Ist dann den Jakobsweg in entgegengesetzter Richtung einmal abgefahren und jetzt läuft er den Camino und seine Freundin fährt mit dem Wohnmobil nebenher. Und ich freue mich wirklich, dass ich ihn jetzt habe und dass ich mit ihm ja, wahrscheinlich die nächsten 2 Tage wandern kann. Wow. Lass mal wieder einen Blick ins Land. He's going to be down in like 1 minute. Look at the road. Yeah. That's made for him. Das Bremsen nicht vergessen. Ne? Maybe you should get him a helmet. Ja. So geht's, Johannes. Hey, mach langsam. Eigentlich war es mein Plan, den Weg ganz alleine zu machen und möglichst für mich selbst unterwegs zu sein. Aber Rico und ich verstehen uns so gut und er ist genau das, was ich im Moment gerade brauche und deswegen freue ich mich, mit ihm zusammen reisen zu können. Das hat aber natürlich auch seinen Preis. Denn um in der Gruppe reisen zu können, muss ich mich jetzt viel mehr schieben lassen. Sonst wäre ich einfach zu langsam und könnte nicht mithalten. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich merke, wie es für mich doch einen ziemlichen Unterschied macht, ob ich von einem Fremden oder von einem Freund geschoben werde. Plötzlich warst du 1 Kilometer vor uns. Das war schön, wa? Das war so schön eben gerade. Das war so ein Asphalt und dann auch genau die richtige... Du bist ja geheizt wie Schumacher. Nee, wie Verstappen. Mein treuer Begleiter. Wollen wir es anpacken heute? Packen wir es an. Heute machen wir mal kein sportliches Event daraus. Nee, heute machen wir Piano. Chillig. Rico und ich haben wirklich vieles gemeinsam. Unter anderem auch, dass wir unseren Weg filmen, um ihn für die Nachwelt zu dokumentieren. Wir berichten live von der Strecke. Da unten ist der Trampelpfad. Camino. Das war für mich und Johannes jetzt keine Option. Also mussten wir hier an der Straße. Und jetzt ging es gerade ein schönes Stück bergab. Wenn es ja mal Asphalt hat und bergab geht, dann kann er mal so richtig fliegen lassen. Und hier gibt es jetzt unseren ersten Kaffee. Prost Kaffee, Johannes. Mein erster heute. Meine auch. Jetzt wird der Weg immer steiler. Es wird schnell klar, dass wir den einfachen Teil der Strecke hinter uns gelassen haben. Ohne Ricos Hilfe wäre ich an diesem Berg total verloren. Für ihn ist es Ehrensache, mir zu helfen. Aber ich merke auch, wie er langsam an seine Grenzen geht. Kurze Pause. Oh Gott. Das ist doch nicht deren Ernst. Dann machen wir es langsam. Und der Weg wird und wird einfach nicht besser. Es wird immer steiler und steiler und Rico müht sich ab ohne Ende. Wir müssen jetzt immer häufiger Pausen machen. Auch ich merke, wie meine Kräfte langsam zur Neige gehen. So kann es nicht weitergehen. Wenn wir so weitermachen, dann kippt gleich einer von uns um. Wir beschließen, andere Pilger um Hilfe zu fragen. Und dann kam eben
2 Amerikaner, Vater und Sohn. My strong son here would like to push. Yes, please. Yes. Ja, und die haben dann gesehen, dass Rico auf der letzten Rille pfeift. Und dann haben die geschoben am Wechsel die letzten 150, 200 Meter. Und jetzt brauchen sie erstmal Pause, ne, Johannes? Und wir so 200 Meter und Pause. Da wussten wir aber auch noch nicht, dass nach der nächsten Ecke schon wieder die nächste Steigung kommt. Ja. Wir laufen also doch wieder zu zweit weiter. Wir verlassen uns drauf, dass der Gipfel doch bald kommen muss und dass es bald wieder bergab geht. Ich werde gerade komischerweise so ein bisschen taub am Kopf, also jetzt nicht schlimm oder so, aber so... Ja. Dann hast du zu viel Blut im Oberkörper. Huiuiui. Wir sind richtig tough sind wir. Als wir dann endlich den höchsten Punkt erreicht haben, geht es auf einmal steil bergab. Rico muss mich jetzt mit Seilen sichern, weil er sonst einfach zu gefährlich wäre. Umso weiter wir kommen, umso mehr wird uns klar, dass wir auf der anderen Seite auch wieder bergauf gehen müssen. Und an der Stelle mal einen kleinen Impuls an alle Organisatoren des Camino. Baut doch ab und zu mal eine kleine Talbrücke. Warum denn nicht? Oh. Also hier, nee, da, Ist klar. wir gehen wieder zurück. Aber was soll das denn? Ja, dass wir gerade auf dem Bilder aufmachen. Den kann ich gar nicht wegräumen. Der ist fest im Weg. Ich weiß es noch nicht. Johannes, was sagst du? Wir brauchen mehr Leute, also zu zweit. Wir werden es versuchen auf jeden Fall. Stopp. Have a nice day. Thank you really much. I'm a fucking machine. Guckt euch das mal an. So unfassbar, wie wir das geschafft haben. I don't know. But you and me, wir haben es hingekriegt. Boah, war das heftig. Das war heftig. Für diesen Tag haben wir es geschafft. Wir denken, dass wir das Schlimmste jetzt hinter uns haben, aber wir sollen noch merken, wie sehr wir uns damit irren. Am nächsten Tag treffe ich Rico morgens zum Frühstück. Wir starten locker in den Tag, nicht ahnend, was uns heute noch erwarten sollte. Die ersten Meter auf unserem Weg heute sind noch relativ entspannt, aber es wird schnell steiler. Da unten sind wir gestartet. Und da müssen wir hoch. Wir holen eben Luft. Mein Buddy und ich. Ja, muss er mich wieder motivieren, dass ich da oben ankomme. Und dann auch wieder so ein blöder Belag, ne? Es nützt nichts. Umso höher wir kommen, umso schlechter wird der Weg. Hätten wir gewusst, dass dieser Weg wieder so schwierig werden würde, hätten wir von vornherein eine andere Route genommen. Doch jetzt sind wir so weit gekommen und wir wollen auch nicht mehr umdrehen.
Nach einiger Zeit ändert sich der Untergrund von losem Geröll zu festem Gestein. Hier ist es doppelt schwierig, mit dem Rollstuhl voranzukommen. Und dann kommen wir an eine Stelle, an der es gar nicht mehr weitergeht. Da ist Johannes mit seinem Moped wohl raus. Umdrehen und dann Straße laufen, ne? Nützt ja nichts. Wir sind ratlos. Wir haben es so weit geschafft. Wir wollen partout nicht umdrehen, aber mit dem Rollstuhl ist hier einfach kein Weiterkommen. Ist das wie vorhin, wo es schon schlimm war, oder ist das wie hier? Die nächsten 50. Mir fällt es schwer, das zu akzeptieren. Wir sind so weit gekommen und ich möchte jetzt einfach nicht umdrehen. Es muss doch einen Weg gehen, hier weiterzukommen. Wenn der König sich tragen lässt in seiner Sänfte. Morgen will ich mal König sein. Das war richtig, richtig cool. Das war richtig geil. Und wenn dann jeder eine Ecke anfasst, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer und so unmöglich. Alle trugen was, ne? Die Damen, deine Taschen und das Rad. Ja. Voll geil war das. Nach dem Anstieg, wo der junge Mann neben mir sich ja schön hat tragen lassen. Ne? Welcher Anstieg? Da steht's. Schwarz auf grau. 519 Kilometer. 519 Kilometer. Das ist auch ein Klacks. Nix. Wovon reden wir hier? Boah, das war so krass, wo ich gedacht habe, oh, wenn jetzt so ein Rad bricht oder so, dann stehen wir hier. Weil, ihr Lieben, dann hätte ich nur noch den ADAC-Hubschrauber rufen können. Aber hätte ich dann gemacht. Umso näher wir der Stadt kommen, umso mehr wird uns klar, dass das vielleicht heute der letzte gemeinsame Tag für uns beide war. Ich bin total fertig und ich werde in Burgos einen Pausentag brauchen, um mich von den Strapazen zu erholen. Und Rico wird weiterlaufen. Ich denke, das ist das Beste, denn ich habe die Sorge, dass sich Rico zu sehr übernimmt. Er ist über seine eigenen Grenzen gegangen, um mir zu helfen. Und auch wenn es weh tut, ihn wieder ziehen zu lassen. Aber ich möchte nicht, dass er seine Reise wegen mir vorzeitig abbrechen muss. Ja. Wir sehen uns. Ja. Wenn du Pause machst morgen, schreib mir. Ich werde wohl Pause machen, glaube ich. Okay. Und
Ich hol dich ein. Der alte Optimist. Mach's gut. Ciao, ciao. Meinen Pausentag verbringe ich in Burgos. Ich finde es hier ganz nett, aber irgendwie ist es auch merkwürdig, heute nicht mehr unterwegs zu sein. Ich freue mich, als es dann am nächsten Tag wieder weitergeht. Jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Die Zeit mit Rico hat mir gut getan. Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, habe ich jetzt das Vertrauen, auch den Rest des Weges zu schaffen. Ab hier beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Es kommen erstmal keine großen Steigungen mehr und so kann ich den Weg wieder alleine gehen. Ich nehme ab jetzt keine Hilfe mehr an und gehe den Weg in meinem eigenen Tempo. Hi. Hi. Where are you going? Oh, it's okay. Yeah? Yes, yes. No problem for me. No, I'm All going right. to do it. Thank you. Alleine unterwegs habe ich die Ruhe, um mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ich genieße den Tag und die wunderschöne Landschaft. Und trotzdem bin ich so nicht viel langsamer als die anderen Pilger. Die mich bergauf überholen, kann ich bergab meistens locker wieder einholen. Hola. Hola. No entiendo. Uf. ¿No tienes motor? No, Todo a mano. todo mano. Cuidado, vamos a ver. Bueno, pues Buenos mucho ánimo. días. Venga, gracias. Diesen Berg werde ich gleich hochklettern müssen. Im Moment gerade ist das erste Mal, dass ich wirklich auf Hilfe warten muss. Das Problem ist, der Berg hier hat 12% Steigung auf 2 Kilometer. Und jetzt warte ich, bis die nächste Gruppe kommt. Normalerweise oder die letzte Zeit war es immer so, dass die Pilger in wirklich Gruppen gekommen sind. Also sind wirklich auf einen Schlag, weiß ich nicht, 30 Leute gekommen. Und jetzt sind die hier alle so vereinzelt. Warte ich noch ein bisschen. Hier mache ich mal wieder die Erfahrung, dass die Hilfe von Frauen oft viel unkomplizierter ist. In reinen Männergruppen gibt es meistens einen, der beweisen will, wie stark er ist. Der Rest der Gruppe lässt das natürlich nicht auf die sitzen und das Ergebnis ist dann, dass man den Berg hinaufrennt und alle 100 Meter eine Pause machen muss, weil alle erschöpft sind. Meine Tage verlaufen alle im gleichen Rhythmus. Morgens stehe ich auf, ziehe mich an. Meistens gibt es noch ein kleines Frühstück und dann bin ich den Rest vom Tag mit dem Rollstuhl unterwegs.
Gegen Nachmittag oder Abend komme ich dann an meiner Herberge an, hole mir meinen Stempel ab und meistens schaue ich mir dann noch den Ort an oder treffe andere Pilger. Dann lege ich mich hin. Oft schaue ich mir auch noch Ricos Vlog an, um zu schauen, wie es ihm geht. Und dann genieße ich das Schnarchkonzert. Am nächsten Tag stehe ich wieder auf, fahre wieder meinen Weg und so geht das Tag für Tag für Tag. Yes. Yes. Dieser Rhythmus gibt mir Struktur und dadurch macht sich bei mir langsam so ein Gefühl der Zufriedenheit breit. Es ist nicht dieses erhabene Gefühl, was ich mir vor meiner Reise vielleicht ausgemalt habe, aber es ist das Gefühl, was ich mir für meinen Alltag zu Hause in Deutschland wünschen würde. Zu Hause kann ich mit der Ruhe nicht umgehen. Ständig suche ich mir neue Projekte. An sich ist das nichts Schlechtes. Das Problem ist aber, dass ich dann an nichts anderes mehr denken kann und dass ich nicht mehr zur Ruhe komme. Dadurch bin ich dann oft gestresst und gereizt. Und im Nachhinein stellt sich dann auch oft raus, dass ich mir viel zu viel Arbeit gemacht habe, weil ich versuche, alles im Vorhinein schon zu kontrollieren. Wenn es eine Sache gibt, die ich vom Jakobsweg mitnehmen möchte, dann ist es die Ruhe und Gelassenheit, die ich hier habe. Johannes. Aber natürlich ist hier auch nicht alles super. Auch abseits des Weges stoße ich immer wieder auf Barrieren, die mir das Leben schwerer machen. Oft sind die Herbergen, die eigentlich als barrierefrei gekennzeichnet sind, gar nicht so barrierefrei und ich muss mir hier immer wieder Sonderwege überlegen. Besonders nervig ist es für mich, wenn ich mit dem Rollstuhl nicht ins Bad komme, denn wenn man gerade mehrere Stunden gewandert ist, möchte man eigentlich duschen und sich nicht nur mit dem Waschlappen sauber machen. Es kommt auch immer wieder vor, dass es barrierefreie Bäder gibt, die leider nicht wirklich zu Ende gedacht sind. Wer hat sich das hier ausgedacht? Wenn ich mich auf den Stuhl setzen will, habe ich das Ding noch mehr. Das funktioniert so nicht. Auf dem Weg selbst gibt es oft für lange Zeit gar keine Toiletten. Im Notfall bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zum Pinkeln mitten auf den Weg zu stellen. Ich habe aber auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Viele Herbergen haben ein extra Einzelzimmer für behinderte Menschen, die teilweise sogar über ein eigenes barrierefreies Bad verfügen. Unterm Strich wusste ich schon vor meiner Reise, worauf ich mich hier einlasse. Teilweise sind die Herbergen hier einfach in uralten Gebäuden und es ist auch nicht das Geld da, diese aufwendig umzubauen. Trotzdem würde ich mir hier mehr barrierefreie Herbergen wünschen, die in regelmäßigen Abständen kommen. Ich glaube, dadurch könnte man es noch mehr Menschen möglich machen, den Weg zu gehen. Ein total erkälteter Moment gerade. Ich hoffe einfach nur, dass ich den Weg irgendwie hinter mich bringe.
ohne in den Regen zu kommen. Meine Grippe wird immer schlimmer. Ich habe gestern mal einen Test gemacht. Ich habe zumindest kein Corona und keine Flu A und B. Also ich glaube, das ist Grippe. Naja, also kann wohl nicht so schlimm sein. Und naja, ich habe mir jetzt so ein Kombipräparat geholt. Die machen nicht, dass es schneller weggeht, aber die bringen mich irgendwie wahrscheinlich ganz gut durch den Tag. Ich werde es heute mal ausprobieren. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht wieder so anstrengend wird wie gestern. Ja, aber wenig Hoffnung. Mir fehlt einfach im Moment total die Power. Und jetzt ist es so, dass ich bei jedem Anstieg bin ich total fertig danach. Im Moment gerade bin ich am Kilometer zählen. Im Moment gucke ich, wann ist die Etappe endlich vorbei. Ich bin ganz froh, dass ich mir gestern in Lyon eine Wärmflasche gekauft habe und eine zusätzliche Decke. Ich hatte nämlich die ganze Zeit nur so einen dünnen Schlafsack und habe wirklich das ein oder andere Mal gefroren. Jetzt habe ich meinen dünnen Schlafsack, eine Decke, noch eine Decke. Ich habe die Grippe jetzt gerade so größtenteils überwunden, bin immer noch ziemlich am Husten. Und wenn ich hier nicht auf mich aufpasse, dann habe ich verloren. Heute geht's hoch zum Crucifero, dem höchsten Punkt des Jakobswegs. Und ich weiß noch nicht, wie gut das alles klappt. Es sind jetzt, ich glaube, 600 Höhenmeter. Das wird jetzt heute ordentlich steil. Ja, heute bin ich definitiv darauf angewiesen, andere Pilger zu finden. Ab hier sind es jetzt noch 240 Kilometer bis nach Santiago. Die Meseta und die einfacheren Teile des Wegs habe ich hinter mir gelassen. Ab jetzt werden die Wege steil und potenziell auch gefährlich. Über diesen Teil der Strecke habe ich mir vor Anfang der Reise schon sehr viele Gedanken gemacht. Und ich weiß bis heute nicht, ob es für mich möglich ist, die kommenden Berge zu überwinden. Über Facebook hatte ich eine andere Rollstuhlpilgerin kennengelernt, die mir dringend von meinem Vorhaben abgeraten hat. Zu Hause hat mir das alles sehr zu schaffen gemacht. Hier auf dem Weg ist mir dann klar geworden, dass es nichts bringt, für jede Eventualität einen Plan B zu haben. Den Berg kann ich sowieso erst bezwingen, wenn ich davor sitze. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich total entspannt bin, aber ich habe schon so ein gewisses Urvertrauen entwickelt, dass ich es schon irgendwie nach Santiago schaffen werde. Es ist so anstrengend. Jetzt fängt es hier gerade an, dass die Straße richtig bergauf geht.
Oh, schön. Genau, auf 1200 Meter bin ich gerade, auf 1500 muss ich hoch. Die Straße hier ist wesentlich weiter vom eigentlichen Weg entfernt, als ich gedacht habe. Also ich kann jetzt niemanden mehr fragen, ob er mir hilft, weil die alle 20 Meter weiter auf dem Camino sind. Die würden mich vielleicht noch sehen, aber den Weg hierher überwinden können sie nicht. Es geht hier stetig bergauf, aber teilweise schon so, dass ich sage, okay, ich komme hier langsam an mein Limit. Okay, hier ist das Zeichen, dass gleich der Pilgerübergang kommt. Das heißt, hier werde ich mir gleich wahrscheinlich ein bisschen Hilfe suchen. Aber ehrlich gesagt sind hier gerade nicht viele Pilger unterwegs. Das hier ist der normale Pilgerweg. Und hier ist... Ich dachte, hier wären ziemlich viele im Moment. Aber hier ist gerade keine Menschenseele. Also geht's jetzt doch weiter. Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum E-Biker so gehasst werden. Eben gerade sind 3 E-Biker an mir vorbeigefahren. Als wäre das Ganze hier so ein Sonntagsausflug. Ich kann verstehen, warum man die nicht mag. Ich merke, wie mein Körper langsam schlapp macht. Mir wird schwindelig und meine Arme werden taub. Ich lege immer wieder Pausen ein, aber es nützt nichts. Ich sehe ein, ich kann diesen Berg alleine nicht hochkommen. Und dann treffe ich Robert. Hello, Hello. What's your name? Robert. Robert, from Poland. Ich bin Robert. Meine Rettung. Robert hat mich vom Pilgerweg aus gesehen. Er war eigentlich schon viel weiter, ist aber nochmal zurückgelaufen, weil er gedacht hat, dass ich vielleicht Probleme haben könnte. Endlich kann ich meine Arme ausruhen und komme so wieder zu Kräften. Er schiebt mich jetzt bis von Silverdon. Von hier aus ist es glücklicherweise nicht mehr allzu weit bis zum Gipfel und dem Cruz-de-Ferro. Ich habe hier Alberge. Ja, und ich werde jetzt hier geradeaus weitergehen. Good man. Buen camino. Buen camino. See you today. See you. Bye. Bye. Ich freue mich. Noch ein Hügel und dann geht's nur noch bergab. Eigentlich legt man am Cruz-de-Ferro einen Stein ab, den man zu Hause gesammelt und den Weg übergetragen hat. So kann man symbolisch etwas hinter sich lassen, was einen sonst sehr beschäftigt. Dummerweise habe ich aber meinen Stein zu Hause vergessen. Naja, dann habe ich wenigstens einen guten Grund, den Weg irgendwann nochmal zu laufen. Yes, just take it, it's on.
Und dann komme ich endlich an in meiner Herberge. Und ich bin so froh, hier zu sein. Der Tag heute war extrem stressig. Ich war total am Ende. Mir ist wirklich schwarz vor den Augen geworden. Ich bin da hochgefahren und ich wusste nicht, wie ich weiterkommen soll. Meine Erleichterung hält nicht lange an, denn heute beginnt der schwierige Teil des Abstiegs und es hat angefangen zu regnen. So stark, dass ich mir Sorgen mache, ob ich den Berg auch wirklich heil herunterkomme. Ich könnte jetzt einen Pausentag einlegen und warten, bis das Wetter besser wird. Aber ich habe mich gestern mit einem anderen Pilger verabredet, den ich unbedingt nochmal treffen möchte. Und deswegen führt heute wohl kein Weg dran vorbei, da heute runterzufahren. Natürlich fällt jetzt hier auch noch meine Bremse aus. Troubles in my mind, take me to the water. Troubles in my mind, take me to the water. Troubles in my mind, troubles in my mind, take me to the water. Ja, heute ist echt krass, es hört nicht auf zu regnen. Ich bin total durchnässt. Das Problem ist, bei dem nassen Wetter kriege ich den Rollstuhl nicht richtig gebremst. Die Handschuhe haben nicht mehr so viel Reibung und ich muss viel, viel langsamer fahren. Und ich habe gemerkt, wie total gefährlich das eigentlich ist. Und ich hoffe, dass es nicht wirklich steiler wird, weil viel steiler geht nicht, viel steiler wird gefährlich. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eigentlich ganz gute Laune. Hey. In Ponferrada treffe ich dann auf Jesse und Alan. Beide kommen aus den USA. Jesse kommt aus Detroit und Alan aus Alaska. Die beiden bieten mir an, mich auf meinem Weg zu begleiten. Das Angebot nehme ich gerne an. Und das nicht nur, weil ich weiß, wie schwierig die kommenden Tage werden. I'll ride on the street because she's my companion. I'll walk through the hills because she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when they're lonely as I am. Together we cry. Yeah! High five, eh? Bah! Zum Glück wird das Wetter jetzt schlagartig besser. Nach den letzten kalten Regentagen ist das eine echte Genugtuung. Und auch bei den anderen Pilgern merkt man, dass das gute Wetter sich auf die Laune auswirkt. Hey! Nachdem ich 2 Wochen alleine unterwegs war, tut es gut, jetzt wieder in eine Gruppe zu reisen. Mit Jesse und Alan habe ich mir genau die richtigen ausgesucht. Heute geht's nach Ostebrero. So wie es aussieht, sind die ersten 20 Kilometer relativ flach. Und dann soll ein ziemlicher Berg kommen. Mal gucken, was es heute wird.
My happiness depends on you. And whatever. We stink. They have food. You stink. I don't. I smell great. I'm sure. Oh. Saturday night, 2 shots in and she feeling just right. Call up her girlfriends, rush to the club, tryna squeeze them hips in a dress so tight. You love her, caught your eye, won't find another. Lips so soft and her skin like butter. Wanna tangle up behind the covers, but hold up, you should know. Cause she don't want no man, she just came here to take your bands. Get free drinks with all of her friends. Blow your mind every time she dance. Ooh, shake it for a flight to France. You never really stood a chance. Ain't got enough stance to get in her pants. She tell you you could when she know that you can't. Don't you fall. Okay, this mountain. Are we ready? No. Only you with a dime. Tell you you're the one. They tell you never mind. Yeah, that girl look good. Yeah, I know she fine, but it's a trap. Light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? Wir werden heute nach Sarria laufen. Das ist meine längste Strecke bisher. Das sind 40 Kilometer. Und dann werden wir Charlie einholen. Ne? Charlie ist auf die wunderbare Idee gekommen, 100 Kilometer an einem Tag zu laufen. Wir hatten 2 Tage lang kein Lebenszeichen von ihm. Haben uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob ihm was passiert ist. Und dann hat er uns gestern Abend geschrieben, er ist jetzt in Sarria, er macht einen Pausentag. Was auch der Grund ist, warum wir ihn jetzt unbedingt einholen wollen. Bergab bin ich heute natürlich wieder schneller als die beiden. Deshalb nehme ich heute die Straße und Jesse und Ellen gehen den kürzeren Pilgerweg. Der Weg wird jetzt immer schlechter. Jesse läuft vor, um zu gucken, ob es hinter der Kurve vielleicht besser wird. Aber das ist leider nicht der Fall. Wir beschließen, umzudrehen und machen so nochmal einen Umweg um 5 Kilometer. So sind wir heute 45 Kilometer unterwegs. Das ist mehr als das Doppelte als die Strecke, die ich normalerweise gehe. Als wir dann in Sarria ankommen, wird schnell klar, dass diese Stadt auch nicht besonders barrierefrei ist. Aber hey, wir haben es geschafft. Und so können wir uns anhören, was Charlie die letzten Tage erlebt hat. It was like 9:30 when my phone died and I was off track. This is how I was walking. Like with the lighter? With the lighter, yeah. And I just fucking fell, like off a fucking cliff. I maybe fell like 3 or 4 feet. Do you have a sleeping bag or No. anything? No. So I froze my fucking ass off. Like,
Yeah. It was rough. Hey. Hi. Hey. I can't wait to see your documentary. Yeah. It's gonna be amazing. Yeah. I think so. Mit dem Rollstuhl bin ich auf dem Jakobsweg eine kleine Sensation. Immer wieder treffe ich auf Pilger, die mir sagen, wie inspirierend sie mich finden. Congratulations, felicidades. Strong man. It's inspiration for everybody. Mind if I take your picture? You're such an inspiration. Thank you. Für mich ist das Lob manchmal etwas übertrieben. Natürlich ist der Weg für mich anstrengender und ich musste viel mehr Arbeit in meine Vorbereitung stecken. Aber am Ende ist es gar nicht so ungewöhnlich, den Weg mit dem Rollstuhl zu pilgern. What is it like being such an inspiration? Tell Yeah. us. Es gibt tatsächlich viel mehr Pilger mit Behinderung, als man denkt. Auch auf meinem Weg war ich nicht der Einzige. Hey. What's up? Hey! What Oh, is up? perfect timing. Yeah, we were Yes, about to honestly. say Perfect for us, and maybe not for you. Honestly, no. Awesome. Let's do this, bro. Oh. Vamos. You're good? You're ready? I'm good. Okay. Let's go. Whoa! 1, 2, 3. If you want to make the stuff, just wait till the camera is on. What the fuck? I'm Johnny Knoxville. Has that ever happened Yeah, before? welcome to Jackass. Big part and continue to Slow. Slow. Let's just walk. Like, let's just walk. Ich merke, wie ich in der Gruppe immer mehr meine feste Rolle einnehme. Das ist nicht schlimm. Eigentlich ist das ganz normal. Trotzdem kann man in der Gruppe nie zu 100% man selbst sein. In mir wird langsam der Wunsch immer größer, wieder allein und frei unterwegs zu sein. Und so entschließe ich mich, die Gruppe zu verlassen und die letzten 3 Tage alleine nach Santiago zu laufen. Ich bin hier in die Herberge gekommen, ich hatte so das Gefühl, irgendwie so zusammen weiterreisen, ist gerade irgendwie merkwürdig, irgendwie möchte ich alleine weitergehen. Ja, Jesse hat mir gesagt, er fährt nochmal zurück nach Ponferrada und geht dann eine alternative Route. Es ist irgendwie halt auch krass, dass er jetzt nur wegen mir so weit gelaufen ist. Der ist jetzt weg schon. Und er ist jetzt, nee, der geht halt morgen im Bus, also er ist noch da, aber morgen früh fährt er dann mit dem Bus nach Ponferrada. Ich bin wieder alleine unterwegs und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Die Gruppe hinter mir zu lassen war nicht leicht, aber so fühle ich mich wieder komplett frei und unbeschwert. Heute möchte ich mal wieder ganz ohne Hilfe unterwegs sein. Da das auf dem normalen Pilgerweg nicht geht, entschließe ich mich, die Landstraße zu nehmen. Schnell wird klar, dass die Entscheidung doch etwas gefährlicher war, als ich gedacht habe, und so bin ich ganz froh, als die Landstraße wieder mit dem Camino zusammenläuft. Ja, ich glaube, das geht. Ich versuche hier weiter, so gut es geht, alleine unterwegs zu sein, aber damit komme ich dann irgendwann auch an meine Grenzen. Langsam wird mir klar, dass das Ende des Weges immer näher kommt. Vorletzter Tag. Morgen laufe ich in Santiago ein. Ich habe gestern meinen Heimflug gebucht. Fühlt sich gerade alles irgendwie noch nicht ganz richtig an. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wieder nach Hause zu kommen und einfach wieder ein normales Leben zu führen. Ich würde am liebsten weiterlaufen.
jetzt geht's nach Santiago. Heute ist der erste Regentag seit langem. Jetzt sind es heute nur noch 20 Kilometer. Total verrückt, dass das heute schon vorbei sein soll. Ich gehe mir jetzt erstmal Früchte holen. Und dann mal gucken, was der Tag bringt. Heute ist der erste Regentag seit langem und so komme ich mal wieder ohne fremde Hilfe nicht aus. Irgendwie hatte ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber ist okay. Soll auch nicht zu einfach werden, nach Santiago reinzukommen. Und dann treffe ich auf Paula. In den vergangenen Tagen haben wir uns immer wieder getroffen und wir beschließen, zusammen die letzten Meter nach Santiago zu gehen. Irgendwann wird die Vorfreude so groß, dass wir es nicht mehr aushalten können und wir fangen an zu rennen. Sorry! Ich glaube, wir sind jetzt in Santiago. Und wie als hätten wir sie bestellt, treffen wir kurz vor Schluss einige alte Bekannte wieder. I'm on our way. Good. Oh, so awesome. So awesome. A little wet, but good. Ich denke an all die wunderbaren Menschen, die ich getroffen habe. Ohne ihre Unterstützung wäre ich heute nicht hier. Auf dieser Reise habe ich gelernt, dass es nicht schlimm ist, Hilfe anzunehmen. Ja, manchmal muss man stur sein. Ich glaube, ohne die Einstellung hätte ich mich wohl nie auf den Weg gemacht. Aber wenn ich keine Hilfe angenommen hätte, wäre diese Reise nur halb so schön gewesen. Oh, das ist doch ganz wow. Hey! Congratulations! Congratulations! Enjoy, yeah! Yeah! job. Oh, you made it. Starke Leistung. Aber komm erst mal. Komm her. Komm her. Wir haben es geschafft.